Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Heute dreht sich mal wieder alles um die Alexa-App in den neuen Mazda-Modellen. Wir hatten euch da schon ein Video hochgeladen, wo man genau sehen kann, wie man das System einrichtet. Und heute gehen wir einen Schritt weiter und ich zeige euch ein paar richtig coole und praktische Funktionen für den Alltag, wo man eben zum Beispiel irgendwelche Fragen, die einem gerade unter den Fingernägeln brennen, klären kann. Oder natürlich auch ein bisschen Spiel und Spaß haben kann, wenn man zum Beispiel auf einer langen Urlaubsreise mit den Kindern unterwegs ist. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. So, dann legen wir auch gleich mal los mit diesem Video, aber ganz kurz am Anfang noch ein Hinweis für euch. Ich habe jetzt hier alles schon gekoppelt und verbunden mit Alexa, dass alles reibungslos funktioniert. Habt ihr das bei eurem Auto noch nicht gemacht, empfehle ich euch dieses Video hier oben. Da haben wir euch das Schritt für Schritt erklärt, wie das funktioniert. Bevor ich jetzt mit den ersten Befehlen anfange, wie das Ganze funktioniert, kurz für euch noch erklärt. Ich habe jetzt das System so eingestellt, dass es nur mit diesem Tastendruck am Lenkrad funktioniert und nicht auf den Sprachbefehl Alexa. Hat einfach den Hintergrund, dass wenn ich die ganze Zeit Alexa sage, würde hier der Computer die ganze Zeit angehen und das will ich mir natürlich ersparen. Das heißt, ich drücke nur auf die Taste, dann kommt auch sofort der Befehl. Ich muss also nicht Alexa sagen. Und ja, fangen wir doch gleich mal mit den einfachen Befehlen an oder grundsätzlich mal mit ein paar Grundlagen. Vielleicht gibt es ja auch einige Zuschauer, die noch nie ein Sprachbedienungssystem bedient haben oder einfach noch gar nicht genau wissen, was Alexa eigentlich alles kann. Und am einfachsten ist es tatsächlich hier, sich im Auto schon mal so ein bisschen mit dem Thema zu befassen. Und Mazda gibt euch auch ganz viele Hilfestellungen schon in diesem System drin. Und die schauen wir uns als allererstes mal an. Ihr geht in euer Mazda Connect System, so wie ich jetzt hier gerade, und geht unten auf den Menüpunkt Einstellungen. Und wie bei der Einrichtung müssen wir hier nun in die Einstellungen von Alexa reingehen. Und da gibt es eine sehr coole Funktion, die nennt sich hier zum Ausprobieren. Das heißt, hier habt ihr schon mal schön kategorisiert verschiedene Funktionen, wo euch Befehle gezeigt werden, die man anwenden kann. Wir fangen einfach mal ganz oben an. Erste Schritte, das sagt ja auch schon, okay, das sind so die ersten Tipps und Tricks, wie man das System verwendet. Gehen wir mal rein und hier seht ihr schon mal einen kleinen Hinweis, wie das Ganze aufgebaut ist, wie zum Beispiel eben Alexa spiel Musik oder wie wird das Wetter. Ich werde das jetzt hier in dem Sinne nicht vorlesen, wir geben euch gleich ein paar richtig coole Tipps, die für den Alltag echt sinnvoll sind, aber hier erstmal so als Hinweis, dass ihr euch selber ein bisschen rumhangeln könnt. Auch das Thema Musik oder auch Telekommunikation, also Telefon oder auch Navigation werden wir nochmal in einem eigenen Video für euch speziell beleuchten, damit ihr da wirklich alles wisst, denn hier stehen natürlich immer nur ein paar Befehle zur Auswahl, aber längst nicht alles. Und zusätzlich werden wir euch am Ende des Videos auch nochmal eine komplette Liste zur Verfügung stellen, wo ihr wirklich alle Befehle dann sehen könnt, aber das seht ihr dann, wie gesagt, am Ende des Videos. Dann gibt es noch sogenannte Skills, da komme ich gleich noch drauf, Listen und so weiter. Das jetzt erstmal hier für euch zum Hinweis. Es gibt auch immer die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel zur Alexa sagen kann, was kann ich sagen? Das ist also auch ein guter Befehl. Probieren wir gleich mal aus. Was kann ich sagen? Ich freue mich, dass du das fragst. Versuch es beispielsweise mit: Alexa, guten Morgen, wer wird die Bundesliga gewinnen? Oder schalte die Kaffeemaschine ein. Das sind jetzt natürlich auch immer so Befehle, die so ein bisschen kreativer sind. Einfach um so ein bisschen, ja, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich noch alles möglich ist. Das sind doch Dinge, die da gar nicht in diesen Vorschlägen stehen, weil sie schon sehr weit gehen. Aber durchaus mal jeden Tag eine Möglichkeit, einfach mal zu probieren. Und dann merkt man auch Möglichkeiten, die dann eben, ja, die man auch mal in Zukunft anwenden kann. Ihr könnt auch immer sagen Hilfe. Dann wird Alexa zum Beispiel euch fragen, ist alles okay bei dir? Wollen wir den Notruf anrufen oder willst du einfach nur Hilfe zu einem bestimmten Themenbereich? Auch dann ist dieser Begriff natürlich sinnvoll. Also das jetzt mal so als Grundlage. Zum ersten Kennenlernen würde ich euch genau das empfehlen, euch da ein bisschen rumzuscrollen oder eben unsere Liste, die wir euch zur Verfügung stellen, einfach beiseite zu legen und dann mal diese ganzen Begriffe, ja, durchzuschauen, was da für euch sinnvoll sein könnte. Wir fangen jetzt gleich mal an, ja, mit so den sinnvollsten Sachen, die ich persönlich wirklich klasse finde, weil sie einem so ein bisschen, ja, das Leben erleichtern. Und ja, häufig hat man ja das Thema Wetter natürlich im Auto. Bin ich heute richtig angezogen? Brauche ich vielleicht einen Schirm? Wie Grad wird es heute Abend? Das sind immer so die klassischen Sachen, die man sich dann im Alltag fragt. Und das könnt ihr hier natürlich auch super mit Alexa machen. Ihr müsst jetzt dabei übrigens nicht in diesem Menü von Alexa bleiben. Ich gehe deswegen einfach mal raus, um euch zu zeigen, dass es wirklich überall funktioniert. Und so ein klassischer Begriff wäre zum Beispiel, wie wird das Wetter heute?
In Ansbach bei beträgt die Temperatur 16 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Heute höchstwahrscheinlich überwiegend sonniges Wetter mit einer Höchsttemperatur von 21 Grad und einer Tiefsttemperatur von 9 Grad. Ziemlich genial ist es auch, dass ihr hier wirklich auch eine Übersicht habt. Könnt euch das nochmal bildhaft vorstellen mit den typischen Symbolen, die man eben so vom Wetterbericht kennt. Ihr seht also Höchsttemperatur, niedrigste Temperatur, also wirklich eine klasse Sache. Ihr könnt natürlich jetzt auch nicht nur euch die Temperatur für einen bestimmten, also für euren Ort jetzt hier geben lassen, das heißt euer Standort, sondern eben auch für eine Stadt, wo ihr vielleicht gerade hinfahrt. Ihr könnt natürlich auch kreativere Fragen stellen, wie zum Beispiel, brauche ich heute einen Regenschirm? Heute wird in Ansbach bei kein Regen erwartet. Also Regen ist also nicht vorhanden, das heißt, also ich brauche keinen Regenschirm. Man kann also diese Fragen durchaus etwas kreativer gestalten. Zum Beispiel auch, wird es heute schneien oder sowas in der Art, sind natürlich auch Möglichkeiten. Dann könnt ihr natürlich auch sagen, was weiß ich, wird es heute Abend oder wie viel Grad wird es heute Abend. Also ihr könnt es sehr stark variieren. Also Wetter, ein wichtiger Themenbereich, wie ich finde. Wir schauen gleich mal weiter. Dann gibt es natürlich so allgemeine Themen. So ganz blöd gesagt, was ist eigentlich heute für ein Datum zum Beispiel? Oder wie viel Uhr ist es gerade in New York? Oder solche Dinge. Das zeige ich euch auch mal. Wie viel Uhr ist es gerade in New York? In New York City ist es Donnerstag, 4:56 Uhr. Dann gibt es vielleicht so Situationen, wo ihr euch nicht entscheiden könnt. Zum Beispiel gehen wir heute da zum Essen oder fahren wir da lang oder machen heute lieber eine andere Tour. Dann könnte man ja vielleicht sagen, okay, lass doch jemanden für uns entscheiden. Werfen wir eine Münze. Im Auto kann man natürlich keine Münze werfen. Könnten wir ja Alexa werfen lassen. Werf eine Münze. Warte. Ihr hört den Sound, es steht eigentlich schon da. Zahl. Also jetzt müsste also derjenige entscheiden, der Zahl bekommen hat. Witziges kleines Gadget so nebenbei. Wir gucken mal weiter. Dann gibt es natürlich so einen ganz, ganz großen Block Wissensfragen. Und wie oft passiert es, dass ihr im Auto unterwegs seid? Und dann fragt man sich irgendwas, wo man gerade eben nicht beantworten kann. Man müsste jetzt eigentlich erstmal nachgoogeln, weil das beschäftigt einen die ganze Zeit. Da gibt es so ganz banale Sachen, was weiß ich, zum Beispiel, wer ist der Hauptdarsteller von irgendeinem Film, weil man sich über den Film unterhält, oder wie alt ist irgendjemand, wann hat jemand Geburtstag. Also so Persönlichkeiten. Also fragen wir zum Beispiel mal Folgendes. Wie heißt der Hauptdarsteller von Gladiator? Übersetzt von arcstudiopro.com. Maximus ist die Hauptfigur in Gladiator und wird von Russell Crowe gespielt. Ja, ziemlich genial, habt ihr sofort die Antwort parat, ohne das Handy in die Hand zu nehmen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel sagen, wer ist der Bundeskanzler in Deutschland? Der aktuelle Kanzler von Deutschland ist Olaf Scholz. Oder ihr wollt wissen, wie hoch ist die Zugspitze? Der Berg Zugspitze ist 2962 Meter über dem Meeresspiegel. Also auch ziemlich genial. Die Möglichkeiten sind hier tatsächlich fast unbegrenzt, würde ich sagen. Und man hat sehr, sehr schnell eine Antwort auf diese Frage. Manchmal streitet man sich dann ja sogar fast im Auto, weil man sich da nicht sicher ist. Ja, und dann gibt es noch so einen ganz großen Block, den würde ich jetzt mal Nachrichten nennen. Und auch das könnt ihr tatsächlich euch von Alexa vorlesen lassen oder einfach anzeigen lassen. Zum Beispiel mit dem Begriff, gib mir mal ein Update oder was sind die aktuellen Nachrichten? Probieren wir mal aus. Was sind denn die aktuellen Nachrichten von heute? Hier sind die Neuigkeiten. Jetzt ist es allerdings so, das sagt sie oder lest sie euch nicht vor, sondern ihr geht unter Unterhaltung. Ihr seht vielleicht schon da unten Tagesschau. Das heißt, da gibt es dann so eine Kurzzusammenfassung von der Tagesschau, wo euch die aktuellen Nachrichten sehr kurz und prägnant vorgelesen werden, direkt von den Moderatoren. Das dürfen wir jetzt hier allerdings aus rechtlichen Gründen euch nicht laut vorspielen. Funktioniert aber wirklich ganz hervorragend. Dann gibt es noch ein weiteres Thema, das beschäftigt so ein bisschen sich mit dem Thema Einkaufen. Und jetzt würde man vielleicht denken, okay, Alexa und Amazon gehören ja zusammen. Das heißt, wenn man da irgendwas einkauft, landet es dann gleich im Einkaufskorb von Amazon. Nein, das ist es tatsächlich nicht, sondern man kann sich da eben gewisse Listen anlegen. Da zeige ich euch gleich noch ein bisschen mehr dazu. Aber es gibt immer vordefiniert auch eine sogenannte Einkaufsliste. Ziemlich genial. Ja, euch fällt gerade irgendwie beim Autofahren ein, Mist, ich brauche noch irgendwie Shampoo. Ja, kein Problem. Ihr drückt die Taste. Setze Shampoo auf die Einkaufsliste. Ich habe Shampoo auf deine Einkaufsliste gesetzt. Und dann wollt ihr vielleicht noch Karotten. Setze 2 Karotten auf die Einkaufsliste.
2 Karotten zur Einkaufsliste hinzugefügt. So, dann könntet ihr euch das natürlich auch vorlesen lassen, natürlich auch wieder runterlöschen. Aber das bringt mich jetzt tatsächlich so ein bisschen in einen weiteren Schritt weiter. Das heißt, es gibt noch tatsächlich ganz, ganz viel mehr, was ihr mit Alexa machen könnt. Dazu gibt es aber wirklich eine Hilfestellung, nämlich die sogenannte Alexa-App. Die gibt es für alle Apple-User und für Android-User. Und die installieren wir jetzt einfach mal. Ist ganz einfach zu finden im App Store. Ich gehe mal gerade in mein Handy rein. Ihr geht also in den App Store rein. Geht dann hier unten einfach auf Suchen. Und dann tippt ihr hier auch einfach Alexa ein. So, heißt schon oben gleich Alexa App. Die ist natürlich komplett kostenlos für euch. Hier lade ich das System herunter. Dauert einen kleinen Moment, je nach Internetgeschwindigkeit. So, ist schon installiert. Jetzt öffne ich die Alexa App direkt mal. Und man muss hier Bluetooth aktivieren. Das erlaube ich jetzt mal. Und natürlich euer Konto von Amazon hier eintragen, damit sich die Systeme miteinander verbinden können. Das mache ich auch mal direkt. Bei mir habe ich jetzt noch eine zusätzliche Schutzbarriere drin, was auch immer sinnvoll ist. Das heißt, ich bekomme gerade eine SMS mit nochmal einem Verifizierungscode. Nur dann kann ich mich wirklich einloggen und gehe auf Anmeldung. Das muss man wirklich nur am Anfang machen, wenn man das Gerät neu einrichtet, wie bei mir jetzt hier. Und dann sagt er noch, wie heißt du? Christian Schuster, ist also schon bekannt, der Account ist verbunden. So, und dann sagt sie hier noch, wie spricht man deinen Namen aus? Also sie spricht es einem nochmal vor. Lauter hätte ich es stellen müssen. Und dann sage ich einfach, ist geschafft, das ist in Ordnung. Oder man könnte den Namen eben noch korrigieren. Ich gehe jetzt hier auf geschafft, fertig. Man könnte jetzt hier noch eine Stimm-ID einrichten, dass sie wirklich nur auf meine Stimme reagiert. Das lasse ich jetzt ein anderes Mal. So, mein Profil ist fertig, meine Funktionen einrichten. Ich kann jetzt hier sagen, okay, ich möchte, dass Alexa auf meine Kontakte zugreift. Das hat den Vorteil, dass man auch schneller dann hinterher diese Sachen aufrufen kann, beispielsweise eben, wenn man eben jemanden speziell anrufen will oder dann zum Beispiel, wenn dann auch eine Adresse hinterlegt ist, dann kann man sagen, beispielsweise fahre zu der Person XY. Ja? Ich gehe jetzt hier mal auf Weiter, sage, es darf auf meine Kontakte zugreifen, ähnlich wie WhatsApp, suche jetzt aber hier keine speziellen Kontakte aus. Das mache ich dann einfach nochmal anders mal für ein anderes Video. So, dann kann man hier sagen, Benachrichtigungen erlauben. Das sind natürlich wichtige Themen wie beispielsweise Erinnerungen, Termine, sowas in der Art. Da braucht ihr natürlich Benachrichtigungen. Also die aktiviere ich auf jeden Fall mal. So, dann könnte man jetzt hier in das Profil noch Familienmitglieder hinzufügen. Das lasse ich jetzt einfach mal. Ich mache mir jetzt einfach mal später dran erinnern. Und dann gehe ich auf Fertig. So, dann sagt er nochmal hier, hey, dein Telefon ist gerade mit Mazda verbunden. Das passt soweit. Und dann kann man hier eben auch nochmal ein paar Informationen mit standortbasierte Ergebnisse. Das heißt also, dass wirklich hier auch der Standort genutzt wird. Sehr wichtig eben bei bestimmten Dingen, wie zum Beispiel, wo ist eben das nächste Einkaufszentrum etc. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an. Gehen wir auf Weiter. Dann brauchen wir natürlich das Mikrofon, wenn ich das Handy hier auch nutzen will. Und dann eben auch noch hier der Standortzugriff. Wenn ich die App hier speziell nutze, ohne das Auto, man kann sagen, einmal erlauben, dann müsstet ihr es wirklich jedes Mal genehmigen. Beim Verwenden immer nur dann, wenn ihr die App verwendet oder gar nicht erlauben. Ich nehme jetzt hier eben, dass der Standort verwendet werden darf, wenn ich die App verwende. So, dann kann ich jetzt hier noch bestimmte Standorte und so weiter eingeben. Das lasse ich jetzt mal und gehe jetzt hier auf X. Okay, ich bin Fahrgast, sage ich jetzt einfach. Okay, so, dann bin ich jetzt schon mal in meiner Alexa-App drin. Wir schauen uns mal kurz ein bisschen um. Hier oben habt ihr ganz wichtige Themenbereiche, wie zum Beispiel Musik und mehr. Da habt ihr eben eure Bücher drin von Audible, Amazon Music, auch Radiosender. Aber wie gesagt, alles, was mit Musik und so weiter zu tun hat, werden wir euch nochmal in einem getrennten Video zeigen. Es wird einfach sonst zu lange, das Video. Dann habt ihr hier eure Einkaufsliste. Die hatte ich ja gerade schon euch vorgelesen. Hier gibt es dann meine 2 Sachen, die ich per Sprache hinzugefügt hatte. Ihr könnt hier relativ schnell sogar mit Bildern noch weitere Dinge hinzutun und natürlich auch einfach sagen, okay, was weiß ich, Shampoo habe ich erledigt, aber 2 Karotten bleiben jetzt noch hier drauf. Und ihr könnt natürlich auch andere Listen erstellen, beispielsweise, was weiß ich, Geburtstagsgeschenke oder was auch immer ihr möchtet. Also sind dem Ganzen wirklich keine Grenzen gesetzt und man könnte sogar diese Liste auch freigeben, damit eben andere diese Liste sehen können, beispielsweise eben bei Geburtstagsideen oder sowas in der Art. Okay, dann haben wir hier natürlich noch Ankündigungen. Das sind so Sachen, angenommen, ihr habt zu Hause schon Alexa-Geräte, da könntet ihr zum Beispiel eben sagen, okay, hey, ich fahre jetzt von der Arbeit nach Hause, dann würde das bei euren Lautsprechern zu Hause abgespielt werden. So, und dann haben wir hier noch Routinen, das ist aber eher so in Richtung Smart Home. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, wenn ich das Nachtlicht anschalte, dann soll eben auch Schlafmusik angespielt werden, die Jalousien runtergehen und was weiß ich, aber das ist schon sehr, sehr speziell.
Wecker und so weiter. Ja, ansonsten haben wir unten noch ja auch immer wieder so ein paar Hinweise, was denn Befehle sind, die ganz nützlich sein sollen. Und es gibt tatsächlich auch noch sogenannte Skills, um die kümmern wir uns aber auch natürlich noch. Zum Thema Einkaufen möchte ich euch auch noch was zeigen, was ganz sinnvoll ist. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie unterwegs seid und ihr sagt, Mensch, wo ist denn eigentlich der nächste Supermarkt? Probieren wir mal aus. Wo ist der nächste Supermarkt? Am nächsten ist der Supermarkt Edeka, 2,3 Kilometer entfernt in im Hermannshof 1b. Ihr seht also, relativ einfach. Könntet ihr jetzt einfach auf Navigieren gehen und dann würdet ihr euch hier direkt zu dem Edeka hinfahren. Dann könnt ihr aber auch zum Beispiel Notizen hinzufügen. Euch fällt irgendwie gerade was ein, ein Satz. Ihr habt vielleicht irgendeine Arbeit, mit euch irgendeinem Thema beschäftigt und ihr wollt das irgendwie jetzt verschriftlichen, damit ihr das auch ja nicht vergesst. Könnt ihr Folgendes sagen. Füge eine Notiz hinzu. Okay, was soll auf der Notiz stehen? Auto waschen. Du willst, dass darauf Autowaschen steht, oder? Ja. Okay, ich habe deine Notiz gespeichert. Die Notiz befindet sich dann natürlich in eurer App. Könnt ihr also auch jederzeit dann später noch was hinzufügen. Man kann die Notiz dann auch natürlich hier über die Sprache wieder löschen. Also das ist wirklich ganz, ganz flexibel. Ihr könnt euch aber auch zum Beispiel einen Kalendereintrag hinzufügen. Auch eine coole Sache. Füge einen Kalendereintrag hinzu. Verstanden. Welcher Tag und welche Zeit? Heute 19 Uhr Mama anrufen. Und welche Bezeichnung soll der Termin haben? Mama anrufen. Okay, das habe ich hinzugefügt. Ja, Eltern anrufen, nie vergessen. Also jetzt hat man sich einen Kalendereintrag gemacht. Wenn ihr hier die Benachrichtigungen aktiviert habt, bekommt ihr immer eine Info, wenn denn sozusagen dieser Kalendereintrag bevorsteht. Eine coole Sache, also auch so einen eigenen Kalender hier zu haben, wenn ihr nicht euch irgendwelche anderen Kalender verwendet. Machen wir gleich weiter mit den sogenannten Alexa-Skills. Unter diesem Begriff Skills findet man sogenannte Programme, also kleine Apps, wenn man so möchte, die zusätzliche Fähigkeiten von Alexa freischalten, die mit den normalen Sprachbefehlen eben nicht zu erreichen wären. Und damit ihr wisst, was es da eigentlich alles gibt, da gibt es so einen kleinen App Store, wenn man das möchte, und den findet ihr wieder in dieser Alexa-App. Ihr geht relativ weit unten, da bin ich schon, und da gibt es hier unten mehr für dich, da sind immer so ein paar Tipps drin und Befehle, aber da gibt es dann auch noch mehr Anzeigen. Und dann landet ihr, wenn man so will, in diesem Skill Store. Und hier oben habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Kategorien mal durchzublättern, was es denn eigentlich alles gibt. Ich gehe jetzt hier mal auf Spiel und Quiz, super Sache für Kiddies. Und dann gibt es irgendwie ganz, ganz viele coole Sachen, richtig lustige Sachen. Und ich will euch das jetzt gar nicht alles zeigen, da könnt ihr einfach mal durchschauen, was euch gefallen könnte. Ich nehme jetzt einfach mal, was weiß ich, was finde ich denn witzig? Ich nehme einfach mal hier, schätze den Preis, Marcel, das können wir doch mal zusammenspielen. Ja? Probieren wir gleich mal aus. Schätze den Preis. Herzlich willkommen und guten Tag, hierbei, schätze den Preis. Hey Christian. Super, dass du wieder da bist. Welcher Spielmodus darf es sein? Einzelspieler oder doch Mehrspieler? Mehrspieler. Okay. Wie viele Spieler wollen denn mitmachen? 3. Tut mir leid. Kannst du das noch einmal sagen? 3. Alles klar. Wie ist der Name des ersten Spielers? Christian. Spieler 2, wie ist dein Name? Marcel. Jetzt bist du an der Reihe Spieler 3. Wie ist dein Name? Steffi. Alles klar. Viel Erfolg. Möge der Bessere gewinnen. Also, schau mal, was es für ein Produkt gibt. Runde 1. Zu Beginn etwas Einfaches. Ein Medizinschrank. Der aus rostbeständigem und langlebigem Edelstahl gefertigte Arzneischrank bietet mit seinen 4 Fächern viel Platz. Die zu schließbare Glastür mit Schloss sorgt für einen sicheren Schutz. Glastür. Marcel, was kostet wohl der Medizinschrank? 125 €. Okay, Christian. Schätze den Preis. Edelstahl. 89 €. Alles klar, Steffi. Was kostet wohl der Medizinschrank? 45. Okay, der Medizinschrank kostet
52,90 €. Steffi hat am besten geschätzt. Nicht, das ist schade. Runde 2. Okay, den Rest erspare ich euch. Abbruch. Du befindest dich gerade in einem laufenden Spiel. Soll das Spiel wirklich angehalten werden? In Ordnung. Hoffentlich hören wir uns bald wieder bei einer neuen Runde. Schätze den Preis. Mach's gut. Ja, es gibt so, wie gesagt, ganz, ganz viele Apps. Eine weitere sinnvolle ist zum Beispiel, dass man sich auch die aktuellen Spritpreise anzeigen lassen kann. Da muss man sich tatsächlich aber auch Tankstellen anlegen, die man gerne nutzen will, oder sich einfach eine Postleitzahl angeben. Schaut einfach mal in die App rein, ist wirklich super sinnvoll. Ich glaube, das Video wird einfach sonst zu lange, wenn wir hier sämtliche coolen Apps ausprobieren würden. Ja, das sind jetzt mal so die wichtigsten Funktionen, die so ein bisschen außerhalb sind. Ich hoffe, für euch ist jetzt auch ein bisschen klarer, wie das System funktioniert. Nutzt auf jeden Fall auch unser Dokument, was wir euch zur Verfügung stellen. Da packen wir wirklich alle Befehle rein, die wir bisher so festgestellt haben, die ich wirklich auch gut und sinnvoll finde. Druckt euch die gerne aus, nehmt ins Auto, und wir aktualisieren natürlich diese Liste auch immer wieder, wenn wir irgendwelche coolen Sachen finden. Und habt ihr irgendwas, was wir vergessen haben, auf die Liste zu packen, schreibt es super gerne auch unten in die Kommentare rein. Dann verwenden wir das natürlich auch gerne für unsere Liste. Dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Befehle, die aber auch sehr wichtig sind, wie zum Beispiel eben das Steuern der Musik. Da gibt es auch Hörbücher und was weiß ich noch alles. Natürlich auch die Steuerung vom Klimasystem, von der Temperatur, von der Lenkradheizung und so weiter und so fort. Also richtig, richtig viel. Aber das werden wir euch dann in den folgenden Videos noch zeigen. Auf jeden Fall dranbleiben bei uns im Kanal, den Kanal abonnieren, damit ihr diese Videos nicht verpasst. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, denkt dran, uns ein Like dazulassen. Das freut uns natürlich immer sehr. Fragen zu dem Thema wie immer unten in die Kommentare schreiben, oder wenn ihr, wie gesagt, Ideen für die Sprachbefehle habt. Und ansonsten sehen wir uns wie immer beim nächsten Video. Ich freue mich schon. Bis dahin. Ciao, ciao.